Im heutigen Video nehmen wir euch mit von Jambu nach Alula. Ihr seht, was wir erlebt haben, wie lange es gedauert hat, bis wir ein Taxi hatten, was danach geschah. Von daher gehen wir jetzt zurück an den Start vom Tag. Seid gespannt. Es ist morgen 9:30 für uns hier, 2 Stunden Zeitverschiebung gegen euch zu Hause oder gegenüber euch zu Hause. Wir haben hier geschlafen im Hotel, sind gestern gut angekommen mit dem Taxi dann hierher, haben dann wollten noch eine SIM-Karte kaufen, aber der STC Store, das ist ja die lokale Telefonanbieter, das war kein Shop, sondern das war vermutlich das administrative Hauptgebäude. Also sind wir dann nachts hingelaufen und ja, war kein Laden. Aber trotzdem hat Spaß gemacht, da nachts noch ein bisschen die Atmosphäre zu genießen. Wir waren noch etwas einkaufen, da in kleinen Shops und gehen jetzt wieder auf die Suche nach einem STC Store, dass wir SIM-Karten kaufen können und dann geht es an den Hafen. Temperaturmäßig sehr angenehm, etwa ja, was ist, vielleicht so 23 Grad jetzt schon, genießen wir sehr. Also, bis bald. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Okay? No problem? Yes, no Okay. problem. Yeah. Also ihr holt jetzt nur ein und dann eine Ja, fahrt hin und holt uns dann. 10 Minuten. Okay. Ist jetzt 12 Uhr. Wir haben ca. 1,5 Stunden angestanden für die SIM-Karten. Man sieht es hinten, da hinten ist wieder eine neue Schlange. Und Christian und Rudi ist jetzt auch gekommen. Wir haben bereits den LKW abgeholt am Hafen. Das war noch etwa 10 Minuten von hier oder 15. Und es war nur die eine Person pro LKW erlaubt. Daher haben wir gesagt, ja, wir bleiben hier und kaufen die SIM-Karten und sie gehen an den Hafen. Und jetzt müssen wir halt wieder anstehen. Aber wir sind in einem klimatisierten Einkaufszentrum und hier hat es wirklich alles wie bei uns zu Hause. Alles ist sehr sauber, alle sind sehr freundlich, angenehm zum Warten. Aber eigentlich würden wir gerne dann losfahren. Und nach 2,5 Stunden SIM-Karten kaufen geht es jetzt für uns weiter. 4,5 Stunden haben wir etwa, bis wir im ersten Camp sind. Und draußen ist scheinbar richtig warm. Nachdem wir jetzt unsere SIM-Karten haben, heißt es wieder anstehen zum Tanken. Jeder will natürlich seine LKW oder muss seine LKWs tanken, damit wir ins Camp kommen. Und weil es so günstig ist, haben eigentlich die meisten zu Hause vermutlich den Tank möglichst leer gelassen, damit man dann hier in Saudi-Arabien tanken kann. Ich weiß noch nicht genau, was der Liter Diesel kostet, aber das finde ich noch raus. Und auch die Side-by-Sides, also die Rennfahrzeuge, die fahren auf Achse dann ins Camp. Daher auch die müssen tanken und alles braucht natürlich Zeit. Also wir haben jetzt bei uns knapp vor 2 Uhr und wir sind eigentlich immer noch am selben Ort. Aber es ist sehr schön warm und schönes Wetter, von daher nicht jammern. Stress haben wir nicht, weil heute ist nicht mehr viel los, nur noch ins Camp fahren und dann war's das. Finde ich noch ein gewagter Aufkleber dafür hier in Saudi-Arabien. Die kriegen etwa 120 Liter rein, denke ich mal. Von daher, das geht ziemlich schnell. Aber da bei den LKWs geht das immer ein bisschen länger. Ich habe jetzt gerade schnell geguckt, der
Liter bleifrei kostet 46 Cent. So grob umgerechnet, und ich glaube, der Diesel ist noch etwas günstiger. So, also hier wird Diesel getankt für, jetzt habe ich es umgerechnet und schon wieder vergessen, für 23 Cent per Liter Diesel. Only cash, oder? Weiß nicht. Wie viel geht da rein, Christian? In den müssten 500 reingehen, in den drüben, ich glaube 400. 500 und 400. (1. Januar) Eis essen. Sehr gut. Ich habe da noch Details zum LKW gefunden. Ich hoffe, man kann es lesen. Der Mercedes ist 11 Tonnen oder 11,5 Tonnen. Ist 7 Meter lang, 3,40 Meter hoch und 2,90 Meter breit. Das haben die ausgemessen in Barcelona. Und der Chinaf ist 18 Tonnen schwer, 9,50 Meter lang, 3,70 Meter hoch und 3 Meter breit. Wir haben da einen Ölverlust erkannt. Jetzt schauen wir, von wo das kommt. Da ist alles verkleckert. Also Entwarnung daher mit dem Öl. Das war nur ein Kanister, der nicht richtig geschlossen war. Alles gut. So, 19:16 Uhr und wir sind im Camp eingefahren. War gerade noch ein Ritt, hä? 19:16 Uhr ist es erst. Ja? Ich dachte 20:16 Uhr. Nein, 19:16 Uhr. Haben es ist 17:16. Hat er recht. Da habe ich nämlich 17:59 Uhr Aha. auf der Uhr, aber der
war wahrscheinlich die Batterie einfach schon. Hat jetzt unterm Auto geschaut und oben am Auto geschaut. Scheint alles okay zu sein. Thomas? Ja? Prima. Liga mal. Hier bekommen wir jetzt die Akkreditierung, also das Armband, dass man da ins Camp rein kann, was zu essen kriegt. Die Reihe ist für Fahrer und Beifahrer und hier für Service. Hat auch eine andere Farbe. Also das ist jetzt das temporäre Bändchen für die Fahrer und Beifahrer und wir bekommen schon Finales. Wir nehmen an, dass dann bei der finalen Abnahme vom Auto Sie auch das finale Bändchen bekommen. X86 39. Das ist wieder mal ein Beispiel für die Distanzen. Da war die Einschreibung und da hinten, wo man das Licht sieht, ist das Camp. Dein Arm. كيف هتسوي؟ ما حد يعرف. Go go go. Go, 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 go! Yes, no problem. Yalla, yalla. Jetzt haben die neue so Elektro. Ja, Elektrobikes, nichts mehr PV15. Ja, ja. Die waren auch ziemlich klein, gell? Was geil ist, Nee. die Strecke auswendig machen. Aber leider kann ich kein Französisch. Musst lernen. Ja, fuck. Nee, das ist Englisch. Hätte in der Schule schon lernen sollen. Aber ich jetzt. Also wir bekommen keinen Begleitschutz. Straße 11. Okay, gut. Ja, da warm. Es ist warm. Die erste Einfahrt. Dann sind wir wirklich ganz hinten, ne? 11. Oh, der ist geil. Wir haben die Reifenmontiergeräte, die ist nicht drin. Ja, da müssen wir rausfahren. Ja. Da geht's raus.
Essen ist rechts, ja. Catering, ja. Lounge. Da sind die ganz krassen. Die haben keinen Service, nichts, alles selber machen. Respekt. Mike, ist dein Platz. Das nächste Mal. Hoffentlich wieder. Hero, Honda. Zehn, 11. Jetzt wurden wir ja da nicht begleitet. Das hat den Nachteil, dass wir nicht genau wussten, wo unser Platz ist oder wie viel Platz das wir haben. Und müssen jetzt nochmal umpackieren. Das erste Mal Camp Setup. Alles noch ein bisschen reorganisieren, bis das alles sitzt. Brauchen wir vermutlich 2-3 Mal, aber wir haben genügend Möglichkeiten zu üben dieses Mal. Wir haben einen guten Platz gekriegt, Reihe 11, das heißt ganz am Schluss. Fast kein Staub. Matti checkt unser Camp Cruiser, läuft. Wir sind am Ende vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, liked dieses Video und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn ihr auch morgen dabei seid bei Time Out Racing. Wir sehen uns. Gute Nacht.